Snake war mein erstes Spiel, was ich damals auf dem Nokia 3310 hatte. Und ich habe bestimmt sehr viele Stunden mit dem Spiel verbracht und jeder, der in den 90ern geboren ist, kann das vielleicht nachvollziehen. Umso cooler ist es jetzt, dieses Spiel selber zu bauen oder zumindest es zu versuchen. Das wird nämlich in diesem Video passieren. So, dafür haben wir wieder unseren Code Interpreter von ChatGPT offen und unser Visual Studio Code. Da wird der ganze Code dann abgespielt. Ich möchte in diesem Video einen neuen Ansatz probieren. Und zwar möchte ich ChatGPT erstmal fragen, wie er dieses Spiel einem Programmierer beschreiben würde, wenn er es gerne programmieren lassen würde. Also ich will das Ganze ein bisschen reverse engineeren und dann schauen, was er dazu sagt und ihm das dann wiederum als Prompt geben, dass er uns daraus diesen Code schreibt. Weil Snake ist schon, denke ich, vom Programmieren her etwas anspruchsvoller und ja, warum soll ich da mich Schritt für Schritt durcharbeiten, wenn ich vielleicht das Ganze direkt mit einem Prompt abarbeiten kann. Ja, und es ist, denke ich, auch interessant zu sehen, ob und wie das Ganze funktioniert. So würde ich das Ganze jetzt mal probieren. Wie würdest du einem Programmierer das Spiel Snake beschreiben, wenn du es von ihm programmieren lassen würdest? Es sollte optisch anschaulich sein und alle Grundfunktionen inklusive Score abdecken. Sei dabei sehr detailliert. Schauen wir mal. So, das sieht schon sehr gut aus. Er geht hier auf alles ein, das Spielbrett, die Schlange, das Essen, die Steuerung, das Punktesystem und das Ende des Spiels. Damit sollte alles abgedeckt sein. Hier geht er auf die optischen Darstellungen ein, das Farbschema, die Animation, die Punkteanzeige und den Ton. Ja, und zusätzliche Funktionen, die er optional gibt. Geschwindigkeitssteigerung, genau, einen Highscore, das finde ich gut. Eine Pausenfunktion finde ich auch gut und mehrere Level mit verschiedenen Hindernissen, okay? Gut, so, und jetzt nehmen wir das. Wir kopieren es. Ich habe ihm jetzt einfach gesagt, baue mir dieses Spiel als Python-Skript. Mal schauen, was passiert. Okay, wir müssen auf jeden Fall Pygame auf dem Computer installieren. Ja, und er sagt ja aber auf jeden Fall, ja, kein Problem, mache ich dir gerade. Wait a minute. Hold my beer. Okay, hier haben wir den fertigen Code. Ich kann mir jetzt nur noch nicht vorstellen, dass das schon das ganze Spiel sein soll, das wir ihm hier vorgegeben haben. Aber wir schauen einfach mal. Kreieren wieder ein neues File. Nennen das Ganze Snake. Speichern das Ganze unter Snake. Fügen den Code ein. Okay, und hier sagt er mir direkt, dass Pygame scheinbar nicht vorhanden ist. Das muss ich dann noch installieren. Da fragen wir ihn einfach wieder. Pip install Pygame. Gibt es hier unten in die Konsole ein. Einmal Enter und dann wird das Ganze runtergeladen. So, dann schauen wir einfach mal. Oh, da war es schon. Okay, also man kann es auf jeden Fall steuern mit den Pfeiltasten. Oh, der wird schwer. Ja, das schnelle Wenden funktioniert, glaube ich, noch nicht so gut. Okay, doch, das geht. Man muss nur gut getimed. Ja, okay, und er schließt direkt das Game, wenn man stirbt. Aber es ist schon witzig. Dass das schon wieder funktioniert, das liebe ich. Also, es gefällt mir sehr gut. Wir gucken jetzt einfach mal, wie weit ich komme. Gut, das funktioniert. Okay, jetzt gucken wir mal, was wir noch verbessern könnten. So, ich habe ihm jetzt geschrieben, das funktioniert. Ich möchte ein Scoreboard integrieren. Kannst du das Spiel grafisch verschönern? Füge eine Highscore-Verfolgung hinzu. Dieser soll am Ende des Spiels angezeigt werden mit den Top 3. Aktiviere eine Pausenfunktion über die Leertaste. Aktiviere einen kurzen Ton, wenn die Schlange das Essen aufnimmt und einen anderen Ton, wenn das Spiel endet. Ich werde das Spielfeld ein wenig verschönern, zum Beispiel durch das Hinzufügen von Rändern um die Zellen und möglicherweise einige andere kleine grafische Anpassungen. Highscore-Verfolgung, dies erfordert, dass die Highscores irgendwo gespeichert werden. Eine einfache Methode ist die Verwendung einer Textdatei. Pausenfunktion, dies kann durch Drücken der Leertaste aktiviert werden. Töne, Pygame bietet Funktionen zum Abspielen von Soundeffekten. Sie benötigen jedoch Audiodateien, zum Beispiel im Wave-Format für die Töne.
Da ich keinen Zugriff auf das Internet habe, um solche Dateien herunterzuladen, werde ich den Code so strukturieren, dass Sie die Dateipfade leicht einfügen können, wenn Sie die gewünschte Audiodatei haben. Naja, und hier baut er dann den neuen Code. Ich schaue jetzt einfach mal, ob wir hier einen passenden Code in der YouTube-Bibliothek haben. Genau, hier sagt er uns, der Highscore wird in einer Textdatei namens highscore.txt gespeichert, die im gleichen Verzeichnis wie Ihr Skript liegen sollte. Wenn die Datei nicht existiert, wird sie beim ersten Speichern eines Highscores erstellt. Die Top 3 Highscores werden in dieser Datei gespeichert. Pausenfunktion, Sie können das Spiel jetzt mit der Leertaste pausieren und fortsetzen. Töne, ich habe Platzhalter für die Töne hinzugefügt. Sie sollten die Platzhalterpfade durch die Pfade zu Ihren eigenen Wave-Dateien ersetzen. Sobald Sie dies tun, werden die Töne entsprechend abgespielt. So, das sind jetzt zwei MP3-Dateien. Ich schaue jetzt mal, ob das dann damit auch funktioniert. Sonst muss ich sie noch umwandeln. So, ich habe das jetzt mal umbenannt in Swoosh und Crash MP3. Genau, die Highscore-Datei, die sollte ja eigentlich dann erstellt werden beim ersten Spielen. Und ja, ich bin gespannt. Gut, wir haben auf jeden Fall keinen Ton. Ja, okay, schauen wir mal. So, und für die Umwandlung von MP3 zu Wave können wir einfach die Dateien hier in so einen Online-Converter ziehen, konvertieren und dann als WAV-Datei runterladen. So, und hier sehen wir jetzt, dass es Wave-Dateien sind. Das müssen wir jetzt hier noch abändern. So, und dann schauen wir mal. Nee, nimmt er auch nicht. Dann schicken wir ihm einfach mal hier die Fehlermeldung. Okay, wir testen es einfach jetzt mal, ob das jetzt funktioniert. Okay, es funktioniert. Ich muss ein bisschen leiser machen. Das ist natürlich ein super schlecht gewählter Ton. Okay, aber wir haben keinen Sterbesound. So, die Punkte sollen klein während des Spiels oben mittig angezeigt werden und am Ende soll der Highscore eingeblendet und das Spiel nicht automatisch geschlossen werden. So, ich habe jetzt hier geschrieben, schreibe mir den kompletten Code mit den letzten Änderungen zum Kopieren, führe ihn nicht aus, weil er versucht hier immer den Code online auszuführen. Das führt dann dazu, dass wir hier immer die Dinge dekommentieren müssen. Das will ich halt nicht. Ich will einfach den Code kopieren und einfügen. Ich hoffe, das versteht er so. Ja, das sieht besser aus. So, wenn er hier ausgetimed ist, kann man hier einfach auf Continue Generating klicken. Dann macht er da weiter, wo er aufgehört hat. Das passiert dann, wenn er zu viele Zeichen mit einem Prompt ausgeführt hat. So, das sieht schon nach einem besseren Code aus. Den nehmen wir jetzt und schauen mal. Okay, da haben wir den Score. Okay, schauen wir mal, was passiert, wenn wir sterben. Ja, die Highscores. Ah, Moment. Stimmt, der hat die gespeichert von eben. Tatsächlich. Wenn wir jetzt mal versuchen, den dritten Platz zu erreichen. Sieht zwar jetzt grafisch nicht gut aus, aber ihr wisst, was ich meine. Wir haben natürlich jetzt auch keine Funktion eingebaut, dass wir das Spiel direkt neu starten können. So, jetzt haben wir den dritten. Jetzt müsste eigentlich der zweite überschrieben, oder der dritte Platz überschrieben werden. Genau, haben wir jetzt. Ja, genau, wenn du das Ganze auf Deutsch übersetzen willst, kannst du hier einfach nach den Begriffen suchen. Und dann müsste das hier dieser Begriff sein. Ne? Punktetext, Frontrender. Das probieren wir jetzt einfach mal. Und ändern es in Punkte. Und hier zeige Highscore. Genau, da haben wir hier Highscores und hier haben wir auch das Wort im Skript.
So, einfach mal komplett deutsch übersetzen, höchste Punktzahl. Und jetzt dürfte das eigentlich auf Deutsch übersetzt sein. Genau, haben wir oben. Zack, Punkte. Und der Crash, ja. So, das ja, werte ich als gelungenen Versuch. Super witzig. Ich werde auch den Code hochladen. Ihr könnt es ja dann noch ein bisschen verfeinern, so wie ihr wollt. Ne? Ja, war auf jeden Fall ein schöner Versuch. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, gerne Feedback in die Kommentare. Und wenn dir was einfällt, was ich auch noch testen kann, schreib es mir auch gerne. Ich bin da wirklich offen. Ansonsten, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und ich danke dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.